Hallo. Hallo. Jetzt wird's mir auch ein bisschen zu bunt hier. Wir sind zwei Piranhas, ja, und heute geht's um Farben. Ja, Ja. vorzugsweise in Computerspielen. Ja. Ja. Wieso? Warum? Weil Farbgebung eine wichtige Rolle spielt. Und das sogar in vielerlei Hinsicht. Oh, spannend. Da können wir in dieser Folge vielleicht etwas darüber lernen. Ja, meaningful colors. Das bedeutet, dass man bewusst Farben für ein Computerspiel auswählt und das nicht nur als Gesamtfarbe, sondern auch für unterschiedliche Assets zum Beispiel. Man nennt das dann Palette, meinetwegen, oder sowas. Ja? Zur Farbgebung gibt's auch noch ein paar Fachbegriffe dafür. Aber im Grunde genommen geht's darum, was ist die Primärfarbe, was ist die Sekundärfarbe, was ist die Tertiärfarbe. Ja? Nehmen wir mal den Kameraden hier, ja, das ist unser Alp Commander. Der hat als Primärfarbe weiß, ja, oder halt grau, hellgrau irgendwie, weil er aus dem Eis kommt, ne, weil er so ein Eissoldat ist. Und weil er aus dem Eis kommt und Elex konsumiert, ist die Tertiärfarbe, Tertiärfarbe, die dritte Farbe, dieses Blau als Akzent. Und die zweite Farbe ist in diesem Falle schwarz. Ne? Das heißt, der ist weiß, schwarz, blau, kann man sagen. Und dieses Farbschema, ne, sehr vereinfacht natürlich, ne, aber im Grunde genommen ist das so. Es gibt eine Primärfarbe, Sekundärfarbe, die dann meistens schwarz ist oder braun oder irgendwie so. Das heißt, eine grelle, eine etwas dunklere und dann so die Accessoirefarbe so, ne. Und das suchen wir uns dann immer aus, jetzt mal auf die Gilden gemünzt, ne. Gibt dann auch noch mehrere kleinere Abstufungen davon. Das heißt, es gibt auch 5, 6 Farben dann noch dazu oder so, aber die sind dann meistens irgendwie noch untergeordneter. So, ne? Aber die legen wir auch sehr früh in einem Computerspiel fest, wo es hingeht. Dann gibt's noch ein Overall, das heißt das ganze Spiel. Was hat das für eine Durchschnittsfarbe? Ne? Und wo ist da die Primär-, Sekundär- und tertiäre Farbe? Dann haben die Länder auch noch entsprechende Farben und so weiter und so weiter. Sehr kompliziert. Wir haben mal weniger als 100 Leute gefragt. Achtest du auf Farbgebung in einem Spiel? Und was macht das für dich aus? Und die haben Folgendes gesagt. Es gibt tatsächlich Spiele, bei denen ich die Farbpalette, die gewählt wurde, auch wenn ich verstehe, warum, zum Beispiel bei Resident Evil, logischerweise ist es eher eine dunklere Palette, wo mir das auffällt, wie sie gestrickt ist, und das ist manchmal etwas, was mich nervt. Es nervt mich manchmal, wenn die Kontraste verloren gehen, weil alles ganz dunkel sein muss, weil alles ganz spannend sein will. Das muss aber nicht unbedingt klappen. Bei mir funktioniert das manchmal nicht. Und ich finde es auch mal ganz schön, wenn die Palette ein bisschen farbenfroher und heller ist. Nee, nicht wirklich, muss ich sagen. Ich glaube, bewusst darauf achten nicht. Aber wie die Farbgebung, es vermittelt normalerweise eine Stimmung. Und wenn die Stimmung irgendwie nicht zum Spiel passt, wenn es irgendwie Widersprüche gibt, dann achtet man bewusst darauf. Solange das alles in sich stimmig ist, ja, kommt automatisch schon mit. Es fällt, glaube ich, wirklich erst auf, wenn die Stimmung zur Farbe und allem drum sich irgendwie widerspricht. Ich finde zum Beispiel so so Wüstengebiete in Videospielen immer irgendwie langweilig, weil das ist eigentlich oft nur braun. Deswegen bin ich immer gerne im Wald daheim. Im Wald ist immer schön und das mag ich immer sehr gerne. Ich finde Farbgebung super wichtig. Zum Beispiel so, es muss auch zu einem Spiel passen. Ich kann jetzt, also wenn ich jetzt so ein buntes Spiel bei einem Horrorspiel habe, dann passt es jetzt auch nicht. Ja, doch, ich vor allem. Ich achte schon sehr auf die Farbgebung. Ich finde das auch super spannend, wenn die Level sich sehr stark unterscheiden und du halt auch ein Gefühl, wie bei einem Film zum Beispiel ist das ja auch so, kriegst von Spannungsaufbau. Also das wird ja gemacht mit zum Beispiel blaue Töne sind eher dieses etwas melancholische, dann kommen halt die Rottöne oder so, wenn du wirklich jetzt Stress hast oder so. Schwarz-Weiß und ein fröhliches Spiel. Das passt so gar nicht im Kopf, finde ich. Zum Beispiel, ja. Finde ich schon
praktisch und spannend. Ich meine, Hollow Knight hat damit ja auch viel gespielt. Du weißt immer, trotz dass das ja alle Level doch irgendwie eine Ähnlichkeit haben, du weißt trotzdem, wo du dich befindest, obwohl das ein 2D-Side-Scroller ist. Und das ist halt einfach total wunderschön und wunderbar. Man muss halt immer darauf achten, dass das halt auch für, ich sag mal, hört so blöd an, aber für Rot-Grün-Blinde und so auch was ist, weil da ist dann manchmal so die Schwierigkeit, wenn du jetzt Braun, Rot und Grün und sowas drin hast, dann ist das alles für die 1, da muss man auch ein bisschen gucken. Weniger. Ich kann mit einem bunten The Witcher genauso viel anfangen wie mit einem sehr düsteren Dark Souls. Ich finde, das geht beides, solange das im Kontext passt. Denke ich, ist das vernünftig. Aber ich finde die Farbgebung schon extrem wichtig. Also bei mir ist es auch so, ich freue mich auch mega über ein buntes Spiel zum Beispiel. Ne? Also ich bin ja super der Fan von Spyro oder Final Fantasy oder Destiny oder hast du nicht gesehen. Und ich mag aber halt auch diese Endzeit-Sachen dann auch wieder, die so ein bisschen, die haben ja mehr dieses eintönigere oder beziehungsweise wo die Farben nicht ganz so krass variieren und trotzdem macht das halt dann auch direkt was anderes mit dir. Also es ist schon cool, dass du mit der Farbe so viel unterschiedliche Sachen vermitteln kannst, auch an Emotionen. Ist schon schön anzuschauen, wenn es ein bisschen bunter ist, aber es muss auch sehr aufspielen. Also zum Beispiel Escape, darf man Spiele nennen? Zum Beispiel Escape from Tarkov finde ich für das, was es ist, so ein realistischer Shooter, der ist sehr bunt eigentlich. Also man muss wirklich mal, da haben die Saturation ein bisschen zu hochdreht und dann ist es schon irgendwie so, dann fällt es unangenehm auf. Aber in so einem Silent Hill bin ich ganz froh, wenn es grau ist. Und in Elix bin ich froh, wenn es bunt ist. Rollenspiele müssen auch ein bisschen bunt sein. Da denken die Leute natürlich als erstes immer an die Farbe, die insgesamt so ein Spiel irgendwie immer präsentiert wird. Es gibt tatsächlich Spiele, die in Schwarz-Weiß sind, allerdings eher selten. Die anderen Spiele, die sind dann wirklich auch, also manchmal macht das auch sowas wie Helligkeit aus, also dieses typische, es gibt Spiele, die sind dark and gritty und es gibt Spiele, die sind sehr hell und freundlich und orientiert sich häufig am Setting, ne? Also, wo bin ich denn da gerade? Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie so ein Red Dead Redemption spielt, das fällt mir immer als erstes ein, dann ist das meistens sehr gelb, ja, weil das ist dann so sandig und macht so einen trockenen Eindruck. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint viel. Ja. Es macht einen Eindruck, als wäre es da heiß oder so. Ne? Natürlich, klar, das Spiel kann auch im Schnee anfangen und trotzdem dann insgesamt so einen Look haben. Horrorspiele zum Beispiel sind meistens in sehr gedeckten Farben, dunkel gehalten. Manchmal sieht man noch nicht mal sehr besonders kontrastreich irgendwie. Vielleicht sind die blaustichig. Man kann ja auf die Farben, die man generell so im Spiel benutzt, auch sowas wie sowas drüberlegen, ja. Dass du sagst irgendwie, okay, das Spiel wäre jetzt eigentlich bunter, aber mach mal so einen Blauschleier drüber, dann sieht's vielleicht ein bisschen trauriger aus. Machen die beim Film auch sehr gerne. Und sowas nutzt man natürlich auch bei Computerspielen, um einen bestimmten Effekt zu erzielen, eine Wirkung. Ist das Spiel fröhlicher, ist es trauriger, ist es warm, ist es kalt? Und mit solchen Mitteln kann man dann so ein Charme und so Gefühle erzeugen, die dieses Spiel ausstrahlen soll. In meiner Erfahrung nach mögen die Spieler das dann am meisten, wenn sie das Gefühl haben, sie können noch was erkennen, also wenn es nicht stört, das ist immer so das Wichtigste. Und wenn es irgendwie zusammenpasst. Das heißt, wenn die Farbe augenscheinlich einen Widerspruch zum Inhalt darstellt, dann wird es als störend empfunden. Das heißt, in einem Horrorspiel Bonbonfarben reinzumachen. Ja, das ist weird. Kann natürlich auch Stilmittel sein, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Zirkus komme und der verrückte Clown springt da rum, dann kann dieses Stilmittel natürlich auch sowas wie so ein Widerspruchgefühl mit Absicht erzeugen, ne? Das kann man mit Farben natürlich auch wunderbar machen. Aber wir als Spieleentwickler benutzen das, wie Björn eingangs erklärte, ja auch häufig als Mittel, um dem Spieler das Gameplay mit zu erklären. Beispiel, welche Farbe hat ein Lebensbalken? Ja. Rot. Blut. Häufig, ja. Genau. Sehr häufig ist das ein roter Balken. Ja. Ne? Wenn der Lebensbalken rot ist, welche Farbe hat dann meine magische Kraft? Ich hätte jetzt gesagt blau. Sehr häufig ist das der Fall. Mana ist meistens blau. Ja.
Und wenn nicht, wenn man davon abweicht, dann hat das meistens irgendwie einen inhaltlichen Grund, irgendwie, der dann im Spiel auch erzählt wird und dem Spieler erklärt wird, warum ist das jetzt so, wie wird das gemacht und so weiter. Elex ist zum Beispiel hier blau, also ist das die Farbe bei den Berserkern, die das Mana für sich nutzen, ist magische Erz. Ist der Multivitaminsaft, also ist das Orange das Zeug und solche Sachen, das kann man blau. Ja. das kann man ablesen quasi an den Farben, wie Sachen gemeint ist. Und sie haben natürlich einen sehr starken Wiedererkennungswert. Das heißt, ich kann anhand von Rüstungen, an Farben, an Hüten, Helmen und so weiter, kann ich natürlich erkennen, wo gehört er denn jetzt gerade hin? Ne, welche Gesinnung hat er vielleicht irgendwie? Und ist er mir wohlgesonnen oder nicht? Kann man manchmal vielleicht sogar an den Farben schon ablesen. Farbe kann auch ein Stilmittel sein für Items zum Beispiel. Mhm. Um zu erkennen, kann ich das jetzt zum Beispiel gebrauchen oder nicht? Ne? Wenn ich es irgendwie dunkel abfärbe irgendwie, ist es nur ein Objekt und steht irgendwie rum. Aber wenn es schön hell und freundlich ist irgendwie, dann ist es ein Item, was ich gerade benutzen kann. Das kann man machen. Oder im Level kannst du sehen, an gelben Kanten, ne, kann ich klettern. So, ne? Oder gelb-schwarz schraffiert war damals bei den Shootern häufig der Fall. Mhm. Haben die dann benutzt, so ein, keine Ahnung, Absperrband-eskes Symbol als Kletterkante, ne, so gelb-schwarz schraffiert irgendwie, da wusstest du, alles klar, da kann ich mich festhalten. Das funktioniert häufig und so. Der Ausdauerbalken ist meistens gelb, ne? Ist klassischerweise gelb, weil die Farbe bleibt übrig und die lässt sich nicht den anderen beiden zuordnen. Mhm. Da gibt's auch noch grün, ne? Ja, das ist das meistens, oder oft ist das, ich bin vergiftet, ne? Ja. Und wenn der Bildschirm grün wird, dann wird's immer ein bisschen giftig, so, ne? Vor allem so neongrün, so, ne? Froschgrün irgendwie. Und ist es eher so erdiges Grün oder so, dann verbindet man das mit Natur, ne? So, und solche Dinge. Das heißt, da gibt's auch noch Schattierungen von Farben, so, ja, die eine entsprechende Wirkung erzeugen bei einem Spieler, wenn er sich was ansieht, wenn er auf den Bildschirm guckt, so, ne? Und und dann gibt's auch noch die Frage, ist es realistisch gehalten, ist es stilisiert? Weil stilisiert ist tendenziell eher, zumindest früher war das so, bunter das Ganze gehalten, weil es eher so Richtung Comic Art geht. Stimmt, ne? Ja. Und gut, heutzutage gibt es selbst Skins für Minecraft, die ziemlich realistisch anmuten mittlerweile. Das Wasser sieht ziemlich echt aus und die Klötze sehen aus, als wären es richtige Klötze, die man irgendwie in der Welt bewegen kann und so. Und das ist schon mittlerweile verschwimmen so die Grenzen und jeder versucht auch, auf sich aufmerksam zu machen und irgendwo so die besondere Note reinzubekommen. Mhm. Ne? Und gerade Farbgebung macht etwas mit meiner Stimmung vor allem auch. Ne? Das heißt also, wenn man Farbwechsel macht, das heißt, das Wetter ändert sich. Wir haben ja immer eine Welt, wo man durch die Gegend läuft und es eigentlich immer versucht, die Welt zu simulieren und in einer simulierten Welt, ja. Bei Piranha Bytes ändert sich auch mal das Wetter. Oder ich gehe in den Wald, dann wird's dunkel und ich kann nicht mehr so weit gucken. Oder ich gehe in einen Dungeon, dann ist es nebelig, dann habe ich ein bisschen gedrungenere Farben, ein bisschen verwaschener, weniger saturiert das Ganze, solche Dinge. Das macht dann das Wetter auch noch. Das heißt, es beeinflusst auch noch so das Grund, wie sehr leuchten die Farben, wie kontrastreich ist das Ganze und so, ne? Und das ist auch sehr, sehr, sehr häufig benutzen wir solche Stilmittel, um Stimmung zu erzeugen im Spiel. Ne? Das auch total praktisch, weil ich manchmal auch von Weitem erkennen kann, was habe ich denn da eigentlich? Ich komme in den Raum rein, da steht ein Glas in der Ecke und das Glas ist gefüllt mit einer roten Flüssigkeit. Was ist das? Lebenselixier, ja. Weiß ich. Wenn da was Blaues drin ist, ist es dann Mana-Elixier und wenn was Grünes drin ist, ist es irgendwas Giftiges. Also es ist schon so, dass man dem Spieler relativ dann einfach beibringen kann, was er da hat. Wie geht euch das denn mit den unterschiedlichen Farben? Gibt es Spiele, die ihr besonders gerne mögt, auch mit
unter aufgrund ihrer Farbgebung. Achtet ihr auf sowas eigentlich? Ist das euch mal irgendwie besonders positiv oder negativ bei einem Spiel aufgefallen? Ne? Was ich zum Beispiel wunderschön fand, war dieses Spiel mit diesen kleinen gehörnten 2D-Püppchen irgendwie, das ist so lila angehaucht. Hollow Knight. Hollow Knight, genau. Hollow Knight finde ich von der Farbgebung super schön. Ist total mein Ding. Vom Gameplay her ist das überhaupt super schwer für mich, aber ein sehr, sehr hübsches Spiel und spricht mich farblich sofort an. Und sowas gibt es ja oft irgendwie, dass man dann guckt und denkt, das ist ja irgendwie total meins und oder vielleicht auch nicht, obwohl vom Gameplay weiß es noch gar nicht, ob das dein Spiel ist oder nicht. Ja, was würdet ihr sagen? Und oder so Spiele, die so komplett schwarz-weiß sind, sowas wie Limbo oder Moondown zum Beispiel, die sind ja schon sehr speziell. Und morbide. Schreckt das ab? Oder ist das so, dass man dann sagt, nein, das finde ich besonders spannend? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Hast du eine Community-Frage? Ganz bestimmt. Hallo, liebes Piranha Bytes Team. Ich sehe manchmal bei Steam Rabatte auf eure Spiele. Zum Beispiel waren es zuletzt 75% bei Risen. Meine Frage, gebt ihr die Rabatte mit Absprache mit Steam oder macht es die Plattform von sich aus ohne Absprache mit den Entwicklern? Ohne Absprache mit den Entwicklern, auf jeden Fall. Ja. Weil wir haben da überhaupt gar keinen Auftrag an der Stelle. Das macht alles der Publisher. Das ist auch die Sache, die da machen. So, das Publishen halt, ne? Da haben wir nichts mit zu tun. Genau. Das heißt, Steam macht das auch nicht im Alleingang einfach, sondern die Sales, die werden dann rausgegeben, wenn der Publisher das möchte und entscheidet. Ja, in der Regel machen große Publisher irgendwie typischerweise auch besondere Sales mit, die sowieso standardmäßig sind, sowas wie den Sommer-Sale oder es gibt so vor Weihnachten meistens noch einen oder vielleicht auch danach, was weiß ich. Es gibt so bestimmte im Jahr, die immer mal wieder stattfinden, wo dann fast alle mitmachen. Dann gibt es thematische Sales, die sie ganz gerne mitmachen, zum Beispiel den Rollenspiel-Sale oder was weiß ich. Es gibt auch sowas, also unser Publisher THQ Nordic, die machen zum Beispiel auch einen eigenen Sale, das ist dann der THQ-Sale, da sind auf einmal alle THQ-Spiele irgendwie vergünstigt und da lohnt es sich tatsächlich regelmäßig reinzugucken, weil diese Sales entsprechend natürlich auch sehr regelmäßig stattfinden. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und nächste Woche geht's weiter hier mit Piranha Becken TV. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ich achte auf sowas überhaupt nicht. Auf Sales oder sowas. Ne? Ich will was zocken, dann will ich was zocken. Also irgendwie, ne? Ja, also ich glaube, wenn du irgendwie so gerade irgendwie Job-Einsteiger bist oder irgendwie, dann kann sich das wirklich lohnen. Ja, das ist wichtig dann, ja, klar. Und ansonsten mache ich auch irgendwie, es gibt so Spiele, die will ich auf jeden Fall haben, da achte ich dann auch überhaupt nicht drauf.